Das ist Oh. mein Okrabeet. Au. Mein Okra mit Kürbis. Also Und der Kürbis hat mittlerweile die Okra größtenteils überwachsen. Man sieht hier noch so klein. ich habe das Schildchen gesehen, genau wo Okra stand, aber Im ersten Teil des Gartenrundgangs bei Marvin im Kleingarten in Berlin-Charlottenburg habt ihr gesehen und gehört, dass er Ananas im Gewächshaus anbaut. Wenn ihr das verpasst habt, dann verlinke ich euch das Video gerne in der Beschreibung bzw. hier oberhalb einmal. Und in diesem Video werdet ihr erfahren, was er versucht hat, um Schädlinge von seinem Kohl abzuhalten und ob es funktioniert hat oder auch nicht. Außerdem, wie er Okra zusammen mit Zucchini anbaut. Das und vieles mehr seht ihr in diesem Video, also bleibt einfach dran. was für ein Kürbis ist es? Das sind unterschiedliche. Da vorne, Ach so. also ganz vorne ist ein Spaghetti-Kürbis. Der hat auch schon relativ, also der hat krass viele Früchte, finde ich. Wo? Ah, hier sehe ich Okra, stimmt. Haha. Sieht doch Ja. so ein bisschen aus wie Feige, aber Das ist ein Amoro, glaube ich. Das ist so eine Art Hokkaido, der aber nicht Ausläufer bildet, also keine Ranken, sondern wie so ein Busch quasi. genau. Das der ist hat auch- wie die Zucchini, die wir auch Ah, haben. Hier, das ist der Spaghetti-Kürbis. Spaghetti-Eier, Der hat das halt auch sehe ich schon 3, 4 Früchte irgendwie, die da Oh, jetzt... da sind noch 1, 2 eher kleine, so winzig kleine, ja, ganz viele sogar. Die müssen ordentlich gewässert werden auch, oder? Nö, also meine Kürbisse wässere ich eigentlich selten. Echt? Ich hätte gedacht, das ist irgendwie vielleicht gerade mit dem... Also am Anfang schon, aber jetzt, wenn die so eine Blattmasse haben, dann wässere ich die vielleicht maximal einmal die Woche. Okay. Und dann müssen die selber klarkommen. Müssen Sie, okay, das ist ja, ich dachte, weil wir hatten letztens so Zucchini, wo die kleinen Zucchinis auch irgendwie dann so quasi abgefallen sind. Und die sahen so schrumpelig aus und da hätte ich gedacht, das liegt daran, dass sie einfach Stress kann gut hatten sein. mit der Hitze Also irgendwie. Aber das kann gut sein, aber also die Frage ist ja natürlich auch immer, habt ihr eure Zucchini sozusagen daran gewöhnt, irgendwie Aha. mit wenig Wasser auszukommen? Wenn ihr also jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag einen Liter auf seine Pflanzen kippt, dann gewöhnt sich die Pflanze halt auch daran, dass sie jeden Tag einen Liter bekommt und dann ist es halt schwieriger. Und bei mir, wie gesagt, ich bin damit auch relativ gut gefahren bisher. du bist hart zu denen einfach. Ich bin hart zu denen, Ja. Ich bin so ein richtiger Master. Drill and Story, okay. Nächstes Thema, ich sehe hier entweder eine Tomatillo oder Physalis. Das ist eine Physalis, weil auch dort eine Okra abgefressen wurde und ich hatte diese Physalis noch, habe ich gedacht, na gut, dann setze ich die halt da rein. Und Basilikum dahinter, ne? Genau, Basilikum ist da noch drin. Dann halt hier noch mein anderer Kürbis, das ist einer, den hatte ich letztes Jahr auch schon. Der ist dann aber angefressen worden, deswegen habe ich den nicht essen können. Das ist Gusto del Horno, das ist so ein spanischer großer Kürbis, den man gut backen können soll. Okay, klingt doch lecker. Und hier vorne ist noch ein Delicious Green. Du hast Brennnesseln da. Nee, das ist Keine Brennnesseln, ein aber- chinesischer Gemüsebaum. Oha. Das sieht aber nicht aus wie Der- ein Baum jetzt, ne? Oder Strauch. Baumstrauch, keine Und Ahnung. was macht man daraus? Gemüse. Nee, den nimmst du als Würze. Aha. Der hat so... Du vergiftest mich doch, oder? Nee. Ich mag den, also so, gerade wenn man so Fonds oder so kocht, finde ich das ganz angenehm. Ja. Hat so ein ganz bisschen was von Sellerie, aber nur ganz... Warum ist es nicht? Ist doch giftig, oder? Nee, was soll ich das Blatt jetzt da essen? Weiß ich nicht, um den Geschmack zu verinnerlichen. Umfallen. Okay, Oh, ja, weil er das hatte schmeckt gerade das gut. Blatt genommen und weggeschmissen und ich dachte so, vielleicht will er mich vergiften. Ich habe es nämlich gegessen. Oh, das ist ja krass. Was ist denn da? Das hier ist eine Ananas-Guave Okay, und die blüht jetzt sogar schon. ja cool, dann gibt es bald Die hat Ananas. jetzt sehr lange gebraucht, um jetzt so richtig zu wachsen, aber ich bin happy, dass sie jetzt doch noch... Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann bin ich ja so ein bisschen erstaunt, weil das letzte Mal, als ich hier war bei dir, ist gar nicht so lange her, ja, da habe ich den Mais gesehen und dachte so, ach ja, der Mais ist ja gar nicht so groß, beziehungsweise gar nicht so viel weiter im Vergleich zu unserem Mais. Und jetzt ist es aber. Was hast denn du gemacht? Warum ist dieser Mais auf einmal so krass gekommen? Nichts. Also den Mais
gieße ich halt nur an, wenn ich ihn, also ich ziehe ihn vor in Töpfen Ja. und beziehungsweise in Multitopfplatten und dann setze ich ihn irgendwann aus und wenn er dann draußen ist, dann kriegt er so die ersten 2, 3 Wochen irgendwie, bis er gut angewurzelt ist, noch regelmäßig Wasser und so und danach muss er alleine klarkommen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, die Bestäubungsrate beim Mais ist wesentlich besser, wenn man den halt so eng setzt. So kein Naschgarten? Aua. Dieser Baum hier. Was soll ich naschen? Also du hast Erdbeeren im Hochbeet. Und würdest du die auch immer wieder ins Hochbeet machen? Ja. Ich würde sie jetzt halt wieder ins Hochbeet machen, weil es ist einfach ein super angenehmes Gärtnern und Ernten. Die blühen halt jetzt wieder und dann habe ich immer mal wieder noch mehr Früchte. Und welche Sorte ist es? Das ist die Mara de Bois. Ah, stimmt. Mara de Bois, die hat's. Ja, die waren relativ klein, als wir letztes Jahr da waren, glaube ich, ne? Genau, die sind ziemlich groß. Ich habe die aber auch gut gedüngt jetzt nochmal und ja, also ich muss die jetzt mal wieder langsam gießen. Also hier sind zum Beispiel schon neue Fruchtansätze. Ach, wie hübsch. Die trägt dann sozusagen danach nicht mehr so viel wie im ersten Rundgang, Der Baum. aber immer noch mal wieder was. Ja. Die Zwiebeln, wann werden die geerntet? Die Zwiebel Colorada de Figueras oder Rouge de Genève? Wenn sie reif sind. Ah ja. Ich weiß nicht, woran erkennt man denn, ob eine Zwiebel reif ist? Ja, das Grün sollte nicht mehr grün sein. Also ähnlich wie beim Knoblauch. Ja. Am gestrigen Sonntag startete die Serie Die Schrebergärtner auf Kabel 1. Wir waren noch nicht dabei. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Serie haltet und ob ihr auch am nächsten Wochenende dabei seid, wenn wir dann das erste Mal dabei sind. Wir sind also ab dem 17. dabei für 3 Folgen in der Schrebergarten-Serie auf Kabel 1. Die läuft dann immer sonntags um 18:10 Uhr und ich bin sehr gespannt in der nächsten Folge, in der wir auch wieder aus unserem Kleingarten am Montag berichten, was ihr denkt über die Serie. So, dann sehen wir hier, ich sehe, oh, eine Bohne. Ist das eine Feuerbohne? Nee, das ist Weil die so eine schönen Streifen hat. Das finde ich schön. eine frag ich Pintobohne ist das. Oh, die sind lecker, glaube ich, ne? Ich mag die ja. Also gerade so für die mexikanische Küche und so. Ja. Genau. Die habe ich einfach jetzt hier mit eingesetzt, weil ich... Überall immer noch mal Bohnen rein, so wie Martin es auch macht, oder was? Nee, nicht überall, aber also hier war klar, hier sollten Bohnen rein, habe ich überlegt, okay, mache ich jetzt richtig Buschbohnen oder mache ich halt irgendwas anderes? Und ich hatte halt noch so ein, also das ist jetzt auch kein Saatgut in dem Sinne gewesen, sondern sind halt Bohnen gewesen, die ich mal, also ich hatte mal ein Paket Bohnen, Pinto-Bohnen gekauft und davon was abgenommen, um das im Garten auszusehen, in so ein kleines Glas gepackt. Und dieses Glas stand noch bei mir im Schuppen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt Haust da rein. hau die jetzt rein, weil ich werde die jetzt sowieso nicht mehr essen. Also weil die standen jetzt schon 2 Jahre hier im Garten Schuppen und deswegen, Und die verstehen sich gut mit Gurken. ja, bisher schon. Ich habe keine Beschwerden. Keine Beschwerden der Gurken, meinst du? Keine Beschwerden der Gurken. Ach, die Gurken sind. Und Gurken wie sind weit auch- ist die da? Die sind schon relativ groß. Oder wie groß wird die? Nee, ich muss hier, also zum Beispiel diese hier, die werde ich jetzt auch Oh ja. bald ernten. Dann habe ich hier, glaube ich, genau, hier ist auch noch eine. Das sind so Gewürzgurken, ne? Genau, die habe ich eigentlich hier nicht sozusagen für den Frischverzehr, sondern die will ich Haltbar fermentieren. Oh, lecker, da habe ich jetzt schon Bock drauf. So, oh, das sieht ja sehr aufgeräumt aus. Hier dein Salat. Deine Salattee. Was sind Genau. das für Salate? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also einer von denen ist ein roter Eisbergsalat, das hier ist auf jeden Fall der Valmain. Das hier ist der Kolibri. Oh, der sieht so wunderschön aus. Also der sieht wirklich schön aus, muss ich sagen. Das sind 2 von. Du isst viel Salat, ne? Und Dill. Ich esse schon, das ist Koriander. Das ist Koriander? Ja. Aber der ist sehr spitzblätterig, würde ich jetzt mal sagen. Naja, der hat oben, weil er jetzt anfängt zu blühen, der stand halt lange irgendwie in der Multitopfplatte. Ach genau, so sieht er eher aus. Ah, okay. Und, Stimmt, das ist der die Marienkäfer auch anzieht dann. meinst Genau. Und ich habe den hier nicht zum Essen drin, sondern einfach nur so als Zwischenwirt oder als Pflanze, die hier mit drin steht. du? Ist ja auch hübsch. Was machst du, damit die Schnecken das nicht essen? Keine Ahnung, anscheinend mögen sie die Holzwolle nicht. Und Holzwolle, das ist dein Mulchmaterial hier, als leichtes Mulchmaterial.
Ist ja. das kaufst du das als Mulch oder? Nee, ich hab was bestellt und da war Holzwolle als Verpackungsmarkt, Packmaterial ja. drin und dann habe ich es halt einmal bei mir durch den Häcksler gejagt. Also es war halt schon sehr groß, also hatte einfach sehr lange, wie nennt man das, Fäden. Ja. Oder also es war sehr lang und damit es halt irgendwie kleiner ist, das ist nur ein Stück irgendwie, glaube ich, vom Kokosdings noch gewesen, habe ich es halt einmal durch den Häcksler gemacht und dann war es halt so klein und nutze ich jetzt halt mit zum Mulchen, also zumindest das, was ich davon hatte. Und dann sehe ich auch was Tolles, was du hier drin hast, was uns auch immer wieder empfohlen worden ist, gerade auch, weil ich ja letzte Woche ein Video auch rausgebracht habe zum Wassersparen oder wie man auch bewässern kann. Du hast da Ollas drin, oder? Die heißen Oyas. Die heißen Oyas? Wirkt das, glaube ich, nicht. Doch. Nein. Klar. Die kommen doch aus Japan. Nein, die kommen aus Mexiko. Doppel-L ist, ja, gut. Oya, darf ich mal aufmachen? Ja, oder? Ja. Bock. Cool. Wie oft füllst du die auf? Ich würde mal sagen, so, je nachdem wie heiß es ist, 1 bis 2 Mal die Woche. Und die sind wie groß? Ich glaube, es sind 5 oder 6 Liter. Schöne Sache, wirklich. Gerade fürs Hochbeet irgendwie so, ja. Auch nicht ganz billig, oder? Das hängt immer davon ab, was billig für einen selber ist. Ne? Also, Über Geld spricht man nicht, kommt jetzt gleich. über Geld spricht man nicht. Nee, aber es ist eine echt schöne Sache und man kann die Oyas ja auch echt, es hat noch nie jemand was dazu gesagt, dass ich Ollas gesagt habe. Wie würdet ihr das denn nennen? Ollas oder Oyas? Ist das nicht sogar ein bisschen racist, irgendwie Ollas zu sagen? Was? Warum? Ja, keine Ahnung, das ist so wie Leuten zu sagen, dein Name ist mir zu schwierig auszusprechen, ich nenne dich einfach so. Jetzt, also schreibt gerne in die Kommentare mit laut Umschrift, wie ihr die Dinger nennen würdet. Bewässerungston, sagen wir jetzt einfach mal. Um nichts falsch Bewässerungsvasen. Bewässerungsvasen, um nichts falsch zu machen, ja. Was ist das? Das ist Sellerie. Also Ach, Staudensellerie. Stimmt, Sellerie, ja. Das ist, ich glaube, das ist der Chinese Pink. Dieses vertrocknete bisschen hier, das ist der Chinese White. Oh Gott, das ist ja wirklich traurig. Ja, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er doch nochmal kommt. Mhm. Das ist der Chinese Giant Red. Das ist auch Chinese Giant Red. Das ist auch der White, glaube ich, und das ist auch nochmal der Pink. Das ist eine nicht scharfe Chili. Okay. Also gut, eigentlich sind Paprikas ja auch Chilis, aber das ist sozusagen Oder Pepper. Die fand ich eigentlich ganz süß, so vom Look, deswegen habe ich die mal. Die wollte sehen ich mal putzig aus, probieren. das stimmt. Und da hinten steht eine gekaufte, ich glaube, es ist einfach so eine Blockpaprika oder so. Diese hier? Genau, weil. Ja, ist eine Bio-Block-Paprika. Was mit dem Spitzkohl? Der Spitzkohl sieht ja ganz schön angefressen aus hier. Ja, auch hier sind die Schnecken zugange. Also das liegt aber einfach an den Hochbeeten. Weil die sind hier so, wie nennt man das nochmal, Rhombus-Hochbeete, Ja. also die diese Lücken haben. Und das war mir vorher nicht bewusst, aber anscheinend nutzen die Schnecken das gerne, um tagsüber dort Sich zu verstecken. sich zu verstecken Ja. und so und ja. Ja, hier ist auch, ist das Dill oder ist das Fenchel? Das ist Fenchel, aber ich habe mit Fenchel, wenn, immer im Herbst Erfolg. Ja. Da kriegen die richtig schöne Knollen und ich wollte es aber dieses Jahr noch mal probieren. Im Frühjahr, ich weiß nicht, irgendwie im Frühjahr kriege ich es nicht hin. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, an diesen doch recht schnellen Temperaturunterschieden. Also dass es dann teilweise irgendwie eine Woche noch, keine Ahnung, nur irgendwie 10 Grad hat und dann die nächste Woche sind auf einmal 20 Grad. Der blüht er auch, oder? Der bildet auch nicht so eine gleichmäßige Knolle. Ja. Und ja. Ja, mit Fenchel hatten wir bisher auch kein Glück. Das war irgendwie so. Aber ich habe jetzt noch mal welchen ausgesät. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem spannenden Gerüst. Und das sieht in diesem Jahr tatsächlich noch längst nicht aus so wie letztes Jahr um die Zeit, würde ich sagen, oder? Alles später bei dir, oder? Will ich mir das ein? Nö. Ja, im letzten Jahr sah das nicht so, schon mal grundsätzlich nicht so aus, weil im letzten Jahr waren hier keine Tomaten drin. Ja, da war es ja auch noch ein Kürbisbeet. Stimmt. Ja, stimmt. Okay. Ja, letztes Jahr war es ein Kürbisbeet. Jetzt ist es ein Romanesco-Beet. Weil das natürlich das ist- Romanesco ist, das erkenne das ich ist Romanesco, sofort. aber das hier nicht. Das ist Blumenkohl. Nein. Äh,
Ja, hier habe ich das Schild nicht. Da stand halt Romanesco, da habe ich das Schild nicht gefunden. Das ist Rosenkohl. Rosenkohl, ja klar. Aber unser Rosenkohl ist auch noch. Doch, unser Rosenkohl kommt auch langsam, glaube ich. Aber den habe ich auch nicht selbst ausgesät, den habe ich gekauft. Ja, also du hast jetzt hier Tomaten am Ranke. Warum kein Kürbisbeet mehr? Weil Verschwendung. Nee, nicht Verschwendung, aber also ich will nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Ist ja langweilig. Okay. Also, Das sind aber alles Freilandtomaten, oder? nö. Du bist wieder so ein richtiger Rebell und sagst so, ist mir doch egal, Freilandtomaten, Indoor-Tomaten, ich hau die alle raus. Ja, also ich meine, in der Natur gibt es ja nicht den Unterschied Freilandtomate oder nicht Freilandtomate. Also die Natur hat ja nicht irgendwie ein Siegel drauf gemacht und gesagt, so, du bist eine Freilandtomate und du nicht. Und ich mag das einfach ausprobieren und experimentieren. Und das ist für mich auch das Schöne am Gärtnern, dass man immer wieder was Neues dazulernen kann. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Gärtner, die ganz viel falsch machen, sind ja die besten Gärtner, weil die halt irgendwie dann dadurch wissen, was sie nicht nochmal so machen. Und dieses Jahr zum Beispiel der Grund, weswegen da jetzt Kohl drin ist, dass ich halt prüfen wollte, wenn ich jetzt sozusagen rundherum, also hier sind sozusagen die Tomaten drin, hier sind aber auch, ist noch Basilikum drin, hier unten wächst auch noch mal Sellerie. Und ich wollte gerne mal überprüfen, wenn ich hier Tomaten und so weiter drum um den Kohl pflanze, habe ich dann halt auch Schädlingsbefall. Und ja, habe ich. Ich persönlich finde, es ist nicht so gut wie den Kohl unterm Gemüseschutznetz anzubauen. Und das war eine Erfahrung, die ich dieses Jahr gerne machen wollte, um zu gucken, so lohnt sich das einfach irgendwie Tomaten und Kohl zu mischen und dann halt weniger Schädlingsbefall zu haben. Und dann würde ich für mich sagen, und zumindest hier für meinen Garten, lohnt es sich nicht. Weil die Tomaten jetzt einfach die Schädlinge weghalten? Nee, also die riechen ja recht stark so, Ja. Tomatenpflanzen. Und das mögen viele Schädlinge nicht, oder? Zumindest der Kohlweißling soll angeblich dadurch verwirrt sein und den Kohl dann nicht sozusagen riechen können, weil ihn das irritiert, dass da noch andere Gerüche sind. Okay. Aber dein Kohl sieht trotzdem gut aus, finde ich. Also der sieht ja jetzt nicht sonst wie zerfressen aus. Nee, der sieht auch, also ich bin da aber auch jetzt die Tage schon mal durchgegangen und habe sowieso unten mal durchgelichtet. Also sowohl die Tomaten als auch den Kohl, dass da einfach, wenn ein Wind kommt, irgendwie die Feuchtigkeit sich nicht so staut. Die Tomate hier ist übrigens nicht krank, sondern die hatte Blattläuse und deswegen haben sich die Blätter so verformt. Und was hast du gegen die Blattläuse gemacht? Gar nichts. Marienkäfer waren das dann? Genau. Wieder. Oder andere Genau, also die Hausfresser. Marienkäfer, ich habe relativ viele Marienkäfer dieses Jahr im Garten, deswegen das hat sich alles so Reguliert dann. reguliert. Oh, und ich sehe gerade, mein Koriander ist reif. Koriander? Krass. Was, wo, wie, wer, was, wann? Hier, da, direkt dort. Reif. Ja, ich wollte dieses Jahr Ah. mal, also wenn man so Koriander also als Gewürz kauft und jetzt nicht gemahlen, sondern halt sozusagen, Stimmt, ja. dann ist es das. Cool. Und ja, geil. Also, und das wirst du dann als Gewürz benutzen auch, oder? Genau, also ich habe jetzt gerade mal angefasst, es ist noch relativ feucht. Also ich würde jetzt schon noch mal hier ein paar Tage stehen lassen, dass es richtig abtrocknet und dann ernte ich die und dann kommen die irgendwie in ein Glas und dann, wenn ich mal Curry mache oder so, dann anstatt jetzt irgendwie das gekaufte Dings zu nehmen, dann nehme ich Und- den eigenen Koriander. Da hast du noch Tomaten, Jalapeno in Pflanzsäcken. Genau, das ist so, ich wollte gerne diese Ecke hier noch ein bisschen ausnutzen. Beziehungsweise also es gab halt hier die Möglichkeit, hier einfach nur Rasen zu machen. Und da habe ich gedacht, na gut, aber mehr Pflanzfläche ist immer schön. Deswegen habe ich dann hier einfach noch Growbags hingepackt. Ja. Und ja, genau, stehen hier, ich weiß, es waren hier ehrlich gesagt die Tomaten, bin ich mir gar nicht sicher. Hier steht zwar dran, dass es hier eine Ochsenherz sei, das glaube, ja doch, könnte vielleicht sogar sein, von der Form her. Das ist Tomatenendfäule. Liegt aber aus meiner Sicht hier nicht am Kalziummangel, sondern es liegt daran, dass Die Bewässerung. diese hier, die gieße ich halt nicht so häufig. Aha, aha. Das ist so die Schlampenecke hier. Na, so würde ich es nicht sagen, aber Sieht auch nicht so schlampig aus. die sind halt nicht so logistisch so gut angebunden. Hier muss ich vergisst den sie dann Schlauch einfach, oder immer was? Ach so. erstmal hinbringen oder ich muss eine Gießkanne fertig Ja. machen. Da vorne zum Beispiel, da habe ich einfach den Schlauch, kann direkt was machen und hier ist es halt, dauert es ein bisschen, bis das
deswegen. Hast du denn die Erfahrung, dass die Tomaten, die im Boden sind, ne? Ja. Gehen die tief, um sich Wasser zu holen? Also, oder wie ist das mit der Bewässerung? Was würdest du sagen? Wie viel müssen die, weil ich letztens das hatte, dass ich ja bei uns im Gewächshaus die Tomaten mit den Tröpfchenbewässerung angeschlossen habe jetzt irgendwie. Und dann kamen auch ganz viel, naja, Tomaten, die gehen richtig tief mit ihren Wurzeln. Die braucht man gar nicht so oft bewässern. Im Gewächshaus würde ich es auf jeden Fall machen, einfach weil, also zumindest auch bei mir im Gewächshaus, ich habe ein Thermometer drin. Weil es so heiß wird, ne? An heißen Tagen erreicht da das Gewächshaus durchaus mal irgendwie so 50 Grad oder so. Und das ist, glaube ich, einfach dann gut, irgendwie noch mal eine Bewässerung zu haben, auch weil ich muss mal die Bewässerung überprüfen, aber normalerweise sollte eigentlich das Gewächshaus morgens bewässert werden. Weil? Weil dann halt alles über den Tag noch abtrocknen kann und die Pflanzen über den Tag das Wasser zur Verfügung haben. Aha. Und wenn ich es abends gießen würde, dann ist erstens die Gefahr für Schnecken wieder höher. Aha. Und auf der anderen Seite verdunstet das, also tagsüber verdunstet halt noch viel Wasser. Und ich will halt nicht, dass die Wurzeln anfangen zu faulen. Genau. Und also hier zum Beispiel, also diese Tomaten, die gieße ich schon gelegentlich. Letztes Jahr, als ich meine Tomaten da drüben auf dem Feld hatte, wo jetzt der Mais steht, Ja. Die habe ich nur zum Anfang gegossen, bis sie angewachsen waren und dann mussten die auch für sich alleine überleben. Wobei letztes Jahr es auch relativ viel geregnet hat, ne? Und nicht so Ja. mega heiß war, ne? Das war ja schon... Aber im Boden, also wenn jetzt Tomaten so draußen im Boden stehen, würde ich die nicht unbedingt Ja. gießen. Das hier mache ich schon, aber auch, das liegt auch am Kohl einfach. Also ich habe hier auch so Tröpfchenbewässerung. Ja. Da muss ich nur immer einen Schlauch dran machen, wenn ich die gießen will. Und beim Kohl habe ich einfach festgestellt, der braucht Wasser. Das funktioniert bei mir nicht, wenn ich den einfach nur so stehen habe. Also hier ist sehr sandig der Boden und Ja. der Kohl, also ich habe es auch zum Beispiel da vorne bei dem Feld, wo der Blumenkohl und so drin ist, gesehen. Da waren am Anfang, ist da eigentlich fast gar nichts passiert irgendwie, weil ich halt auch nur so am Anfang gegossen hatte und dachte, okay, die kommen schon alleine klar. Und dann waren die aber immer noch so winzig und dann habe ich gedacht, nee, okay, dann machst du jetzt halt doch mit Tropfbewässerung. Weil der Boden auch einfach wirklich richtig, ich habe dann mal geguckt, der Boden war richtig trocken. Und seitdem ich da die Tropfbewässerung habe und die jeden Tag gegossen werden, wachsen die super. Ich habe ja gesehen, du hast noch Jungpflanzen da, ne? Ja, Müll. Och, zeig mal, komm, das kann doch kein Müll sein. Ach, hier eine Malve, Stockrose. Das ist eine Stockrose, ja. Das ist eine schwarze, soll sie eigentlich sein. Ist ganz hübsch. Wobei Ja. ich finde, sie sehen immer so ein bisschen urig aus. Also sie sehen ja immer so ein bisschen sehr natürlich aus. Ich finde die auch schön. Ja. Also, Ist das Wein? genau, das ist ein... Ach, das sehe ich sogar schon. Also, eine Weinrebe habe ich mir letztens auch sagen lassen. Das Getränk heißt Wein. das ist eine Weinrebe. Ja. Die ist so eine besondere Sorte aus den USA, die irgendwie anders schmecken soll als Weintrauben normalerweise schmecken. Irgendwie so ein Alkopop wahrscheinlich, oder? Nee, die soll sehr würzig sein und irgendwie... Ich weiß nicht, kennst du Weird Fruit Explorer? Nee. Ist so ein Typ, der auf YouTube so Früchte testet. Oh, gucken wir mal rein. Das schaut Und der hat ein Video gemacht, wo er verschiedene... Also kriegt er immer von irgendwelchen Leuten so besondere Sachen zugeschickt. Und er hatte einmal so verschiedene Weintrauben zugeschickt bekommen. Und das ist eine von den Sorten, die er dort reviewed hat. Und das, was er über die Sorte gesagt hat, hat mich interessiert. Und dann habe ich eine Rebschule gefunden hier in Baden-Württemberg, die einen Online-Shop haben und diese Sorte auch verkaufen. Ja, cool. Und habe die dann hier eingesetzt. Was ganz Exklusives. Ich bin gespannt. Dann lass uns mal... Hallo. Dann lass uns doch mal nach dem Müll gucken. Müll. Lass das nicht Martin hören. Oh, hier ist der Knoblauch. Ja, genau. Können wir doch nicht so dran vorbeigehen. Was für Sorten waren das jetzt hier? Also Sprint. Das ist beides, also wobei die sehen Das anders riecht aus. nicht so geil. Das ist meine, Dings, wie heißt das hier? Das hier ist das, Jasmin. oder? Das ist nicht das hier? Doch. Ist es die? Doch. Ja, Doch, kann auch ganz die klar. sein. Ja. Das ist ja großartig. Wo ist deins auch? Ja, stimmt. Ja. Was ist das? Das ist, oh Gott, wie heißt das nochmal? Also, wer weiß, was das ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Du musst ja nicht alles wissen, Marvin. So, und hier ist der Knoblauch Sprint, den haben wir ja auch. Das ist auch Sprint. Das ist auch die Sprint. sahen aber unterschiedlich aus, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Sprint ist oder nicht. Okay. Das ist der Terrador, den ich jetzt aus dem Erdbeerbeet geerntet habe. Der Erdbeerknoblauch quasi. Genau, der ist aber noch
ja, der ist jetzt auch noch, also man sieht ja hier, der ist noch recht frisch irgendwie, der ist noch nicht so lange hier draußen. Der andere ist schon ein bisschen länger draußen, ist schon eigentlich ganz gut abgetrocknet. Ich habe gestern aber eine Knolle abgemacht, weil ich einer ehemaligen Kollegin eine schenken wollte und da gesehen, dass innen drin ist noch nicht komplett trocken, also da muss auch noch schon ein bisschen. Du hast auch so eine schöne Aufbewahrung hier und dein Haus, also ist ja wirklich wie immer eine Freude hier zu sein und das zu sehen. Und es riecht so toll, es riecht so toll. Okay, das ist dein Müll also. Das ist mein Müll. Das kannst du den ganzen Pflanzeneltern an den Bildschirmen doch nicht sagen, dass das dein Müll ist. Das ist mein Müll. Das ist weil du keinen Platz mehr hast oder was? Nö, ich habe das halt vorgezogen und wollte es halt irgendwo einsetzen. Das hat jetzt vom Wetter ja nicht so geklappt, dass alles so reif wurde, wie ich mir das dachte. Also der Sellerie, der ist kein Müll. Der kommt noch ins Beet, wo der Knoblauch jetzt drin steht. Also der Restknoblauch noch. Und der kommt dann mit dem Kohl dort rein. Hier die Kräuter, die sind so, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwann mal so sage, ich will jetzt noch ein bisschen Petersilie oder so, dann setze ich den irgendwo ein. Aber ansonsten, also wahrscheinlich wird das jetzt hier am Wochenende oder so in Müll bzw. Kompost wandern. Naja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ne? Die armen Pflänzchen. Das ist hier Tagetes? Genau, das sind Tagetes und noch so ein paar andere Blumen. Die Tagetes, die werden auch noch, wahrscheinlich kommen die dann in das andere Kohlbeet mit rein. Mal gucken. Da sind noch Salate. Genau, das sind hier noch Salate, die sind jetzt aber auch schon, also wie gesagt, ich kümmere mich nicht so gut drum. Bisschen ungepflegt, würde ich sagen. Ne? Sind aber noch gut, also weil, wie gesagt, der andere Salat, den wir gerade vorne gesehen haben, das ist auch hier von, das ist auch noch eine Physalis. Ja, die kannst du mal wässern hier, ne? Nee, das ist auch sehr, Müll. sehr trocken aus. Das ist auch Müll. Das ist doch kein Müll. Doch. Also ich brauche die nicht, was soll ich die? Die Artischocke hier? Dein Ernst? Die ist also wirklich auch Müll. Nee, Marvin, jetzt ist, glaube ich, jetzt ist weil hier ich brauche die nicht. Aubergine. Ich brauche die Das nicht. waren die hier, das ist die türkische Orange. Achso, ich wollte gerade sagen, wo kommt das jetzt noch her? Aha. Das ist, genau, aber die wird auch im Kompost landen, weil Auberginen gibt es dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht packe ich sie noch in den Topf, muss ich mal gucken. Das wäre vielleicht noch so ein Kompromiss. Mach das mal mit dem Topf oder einem Pflanzsack einen schönen. Ein schöner großer Pflanzsack. Der Pflanzsack geht rum und dann hier ist noch eine. Ich glaube es nicht, echt. Was soll man dazu jetzt sagen, echt? Naja. Ach, aber das sind die Kohlsorten. Die Köhle, die Kohls, die gehen auch noch. Ja, die hatten, da war der Kohl Weißling schon dran. Deswegen sieht der Palmkohl so zerlöchert aus. Das sind die Sachen, die dann in das andere Beet sollen, oder was? Genau. Ja, sehr schön. Ja, cool. Die Feige, da bin ich ja immer ein bisschen begeistert, weil meine Feige bekommt jetzt Früchte langsam. Du sagst, diese hatte schon welche und hat sie aber leider verloren. Genau, die hatte, ich weiß nicht, schon im Januar, nee, Februar. So früh, warum das? Weil sie im Gewächshaus stand und dann schon Früchte hatte. Und dann habe ich sie rausgestellt vor den Eisheiligen und dann gab es nochmal Frost und dann war die Früchte dahin. Und du kriegst richtig viele Zitronen dieses Jahr, würde ich sagen, ne? Genau, wobei ich glaube, ich habe die falsch beschriftet. Ich glaube, das hier ist tatsächlich die Limette und das hier ist, glaube ich, die Zitrone. Ah, okay, dann ist das die Meier-Zitrone und Tahiti-Limette. Ja. Aber auch da hast du ja viele dran, muss man sagen. Was ist Yuzu gewesen? Nee, Yuzu ist auch eine Zitrusfrucht, die auch, also eigentlich ist die auch winterhart. Mittlerweile bin ich auch im Überlegen, ob es besser gewesen wäre, die halt im Boden zu pflanzen. Ja. Weil, also wie man sieht, die Blätter sind halt ziemlich hell, ziemlich gelb. Ich gieße die wöchentlich mit einem Pflanzendünger. Weil, also Zitrusfrüchte brauchen ja halt recht viel Nährstoffe, aber irgendwie, das ist also ich habe 2 Granatäpfel. Das ist der eine Granatapfel. Ja, diese kleinen Blätter erkenne ich wieder aus dem, was ich ja auch da mache. Bloß, dass es halt bei mir winzig klein ist. Genau, das ist der eine Granat und da vorne habe ich auch noch einen Granatapfel. Ja, geil. Also ich meine, wann wirst du hier welche ernten können? Vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken. Wäre ja cool, ne? Du hast auch meinen Lorbeer nicht beachtet. Stimmt, ich bin aber nicht und so ein meine Lorbeerblatt. wunderbare Zitronentagetes. Das ist mein Tipp. Die fandst du selber so gut im Wasser. Stimmt, Zitronentagetes. Das ist also eine Studentenblume. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine echte Tagetes ist, weil die Blüten, finde ich, sehen schon anders aus als bei anderen Tagetes. Na gut, wenn die Blütenstände dann abgeblüht sind, dann sieht es schon eher so aus wie eine Tagetes. Ja. Finde ich sehr angenehm. Also Zitrone ist jetzt nicht unbedingt... Also ich kann verstehen, warum es Zitronentagetes nennt. Ich finde aber, es schmeckt nicht so 1:1 wie Zitrone. Ist ja auch aber sehr lecker.
Und, aber neben dem Zitronenpaket hast du ja noch die Lorbeerblätter hier gehabt. Genau, den Lorbeer, den habe ich Und mir die jetzt benutzt du für Suppen oder für, für Suppen, für alles, was Für ich alles. irgendwie so koche. wo man Lorbeerblätter ranmachen Genau, könnte? morgens Auch. ins Müsli, bisschen schön Lorbeer. Mein Lorbeer-Cocktail. Marvin, ein wunderbarer Garten. Ich meine, das wussten wir ja nur vorher schon. Ja. Es ist schön, dass wir auch wieder dich mal besuchen durften hier. Also wir heißt Ihr habt ja ich. gut gezahlt. Haben wir? Ja, klar. Ja, warte mal, jetzt verstellt es sich gerade. So. Und läuft alles in diesem Jahr so, wie du das vorstellst? Also gartentechnisch meine ich. Nö. Nö, okay. Könnte alles weiter, höher, mehr sein oder was? Nö, ich habe, also zum Beispiel die Tomaten würde ich wieder so anziehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also die müssen nicht früher sein. Ja. Mit Zucchini, nicht Zucchini, mit Aubergine und Paprika würde ich aber schon, glaube ich, doch wieder früher anfangen. Ja. Auch wenn das bedeutet, dass dann meine Wohnung wieder so zum Kinderzimmer für die Pflanzen wird. Ja, herrlich, schön. Dann ich freue mich, wenn wir vielleicht mal wiederkommen dürfen. Und Ja. auf den Preis, an den jetzt. Das kommt auf den Preis an und es ist ja auch immer so, die ZuschauerInnen freuen sich immer so über deinen tollen Garten. Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus deinem Kleingarten hier in Berlin-Charlottenburg. Wie gesagt, mal gucken, wann wir das nächste Mal hier sind. Vielleicht auch biete Touren an. Du bietest Touren Ab an? sofort, ja. Okay. Und wir wollen ja auch gemeinsam fermentieren. Auch das ist Teil der Tour. Auch das ist Teil der Tour. Wir können ja auch mal gucken, dass wir vielleicht noch mal so diese Tacos machen, wie das letzte Mal, als ich bei dir war. Ja? Waren das Tacos? Ja. Das waren Tacos, ja. Das waren Tacos und ich fand es eigentlich ganz lecker auch. Ich fand das super. Ja, ich fand es auch gut. Also der Aufwand ist halt schon krass. Das stimmt schon. Aber war auch lecker. Also war einfach wirklich lecker und notfalls kaufen wir ja fertige Tacos und gut ist. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wie gesagt, vielen Dank. Wir können ja die Sonne noch mal genießen bei einem Glas Sirup. Ja. Und willst du noch was sagen zum Abschied? Nee, ich kann nur sagen, oder auch andere ermutigen, geht mal durch eure Kolonien oder durch andere Kolonien, holt euch Inspiration, schaut, was es Großes gibt und dann klaut. Klaut bei anderen, also nicht die Pflanzen, sondern klaut die Ideen, nicht die Ich dachte jetzt Pflanzen. gerade schon, jetzt kommt wieder so eine Ansage. Klaut die Ideen. Ja. Also lasst euch inspirieren, klaut die Ideen, nicht die Pflanzen. Mit die den Pflanzen, Augen klauen Mit den quasi. Augen klauen, genau. Ja. Nicht in andere Gärten gehen und die Pflanzen klauen. Das wollte ich damit nicht sagen. Das wäre sonst Anstiftung zu einer Straftat, würde ich sagen, lieber Marvin. Das, finde ich, waren herrliche Worte, ja, zum Abschluss, zum Abschied hier im Kleingarten. Und der Hund leckt mir den Fuß, ist ein bisschen schön, ehrlich gesagt. Habt ihr nicht auch so Fußfetischisten als Zuschauer? Das weiß ich nicht genau. Ja. Wenn das Video 1000 Likes bekommt, dann macht Robert ein Fußvideo. Ich glaube, es wird das Video mit den wenigsten Likes werden. Schade eigentlich. Ja, wir sagen Tschüss und winken nochmal in die Kamera. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.